Was mich an der entstandenen Lösung immer wieder fasziniert, ist, wie hochpräzise und genau die Werkstücke von der Maschine kommen. Ich bin Wolfgang Weber, Geschäftsführer hier in diesem Unternehmen. Wichtige Märkte für die Firma Joachim Uhing GmbH & Co. KG sind eben die Draht- und Kabelindustrie, wo das Rollringgetriebe mit seinen speziellen Eigenschaften auch aufgrund der guten Abdeckbarkeit eingesetzt werden. Ja, mein Name ist Thomas Griese. Also die Anforderung hier bei der Firma Uhing war einfach das Greifen und Zuführen der Strangpressprofile in die Maschine, was wir aber sehr gut umsetzen konnten und jetzt auch problemlos läuft. Voraussetzung für die Auswahl des Systems war auch das Teileportfolio. Wir sind ja ein Hersteller, der ein festes Produkt hat, natürlich in verschiedenen Größen, aber doch in vorhersehbaren Mengen, die wir im Jahr produzieren müssen. Das sind natürlich beste Voraussetzungen, um eine Anlage dementsprechend auszuwählen. Die Anforderung bei diesem Projekt war eine mannlose oder mannarme Schicht, dass wir die Teile gradarm bis gradfrei auf der 5-Achs-Maschine fertigen können. Praktisch dieses Halbzeug, was ja schon eloxiert war, ohne Beschädigung in die Maschine zu bringen und aus der Maschine auch wieder rauszuholen. Mein Name ist Martin Tappenbeck, ich bin hier Entwicklungsingenieur. Das RC2-Modul von Gressel gibt uns die Möglichkeit, die Werkstücke direkt mit dem Schraubstock, dem Spannmittel zu greifen und damit auch mit den individuellen Backen den Schraubstock dann direkt an die Maschine zu übergeben. So hat der Schraubstock im ersten Step die Aufgabe, das Teil zu greifen und agiert als Greifwerkzeug. Und im zweiten Step wird es an das Bearbeitungszentrum übergeben und fungiert da dann als Palettensystem während der Bearbeitung. So brauchen wir die Teile nicht noch einmal mit einem separaten Greifer greifen und sparen uns damit Beschädigung und zusätzliche Rüstarbeit. Der Vorteil dieser Anlage ist auch, dass wir eine 6-Seiten-Bearbeitung machen können. Die Unterstützung des Roboterherstellers lag in der Aufteilung der Schubladen, wie viele Teile wir jetzt praktisch in welcher Größe dort einlagern können. Das macht dann natürlich die Laufzeit oder die mannlose Laufzeit aus, die, sag ich mal, im Mittel bei guter Bestückung 35 bis 40 Stunden unsere Teile bevorratet. Das wurde dann dementsprechend, sag mal, ja, weit über unsere Vorstellung hinaus realisiert. Ich finde die Automatisierung gut, da ich Aufträge einmalig anlegen muss, danach die Maschine vollautomatisch läuft und ich Aufträge nacheinander abarbeiten kann. Zwischendurch muss ich die Maschine nicht rüsten, da alle Spannmittel und alle Werkzeuge der Maschine jederzeit zur Verfügung stehen und Programme automatisch von der Roboteranlage an das Bearbeitungszentrum weitergegeben werden. Durch die Automatisierung haben wir eine Steigerung von ca. 2/3 unserer bisherigen Kapazität auf den anderen Maschinen geschaffen. Was mich an der entstandenen Lösung immer wieder fasziniert, ist, wie hochpräzise und genau die Werkstücke von der Maschine kommen und dass keine manuelle Nacharbeit erforderlich ist. Alle Beteiligten an diesem Projekt haben uns da wirklich sehr gut unterstützt, fühlten uns auch auf dem ganzen Weg ziemlich sicher. Als es zum ersten Mal richtig funktioniert hat, dass fertige Teile von der Maschine gekommen sind, bin ich direkt zu meinem Fertigungsleiter gelaufen und habe ihm die Teile präsentiert. Den Rest des Tages habe ich der Maschine dann beim Arbeiten zugeguckt und mich an meinem Erfolg erfreut.